Schon mal ein freundliches „Wir melden uns“ gehört und niemand hat je angerufen? Oder ein trockenes „Interessant“ bekommen und dann war das Projekt plötzlich weg? Heute lernst du, was solche scheinbar höflichen Sätze auf Deutsch wirklich bedeuten, wie du in Meetings und E-Mails darauf reagierst, und zwar auf B2-Niveau. Genau, wir nehmen typische Situationen, Bewerbungsgespräch, Büroalltag, Kundengespräch, sogar beim Vermieter. Du hörst echte Beispiele, kleine Rollenstücke, klare Übersetzungen hinter der Höflichkeitsfassade und Strategien, wie du freundlich, aber deutlich zurücksprichst. Los geht's ohne Umschweife. Hi, ich bin Tim und mit mir ist Julia. Schön, dass ihr dabei seid. Und wer üben will, die komplette Lektion ist bei Vocabli. So, direkt rein ins erste Beispiel. Satz 1, den wirklich viele falsch lesen. Wir melden uns. Klingt nett, ja, aber oft heißt das, bitte rechne nicht mehr mit uns, zumindest nicht bald. Total. Und der Zwilling davon ist wir schauen mal. Das ist nicht aktiv, das ist passiv. Oft meint es, keiner wird sich kümmern, außer du erinnerst nochmal. Lass uns das kurz spielen, ja? Du bist Bewerberin, ich bin Personalchef. Wir machen's realistisch, aber kurz. Alles klar, legen wir los. Frau Berger, danke für das Gespräch. Sehr spannend, was Sie gemacht haben. Wir melden uns nächste Woche. Vielen Dank, ich freue mich. Darf ich mich am Freitag kurz melden, falls ich bis dahin nichts höre? Ja, machen Sie das gern. Wir schauen mal, wie weit wir bis dahin sind. Danke, dann schicke ich Ihnen am Donnerstag eine kurze Erinnerung. Einen schönen Tag. Ebenso, auf Wiederhören. So, Entschlüsselung, sein wir melden uns, war ein weiches Nein. Mein darf ich mich am Freitag kurz melden, macht passiv zu aktiv. Ich bleibe höflich, aber setze eine konkrete nächste Aktion. Genau, und am Donnerstag eine Erinnerung ist greifbar. Noch stärker wäre ein genauer Zeitpunkt, also zum Beispiel am Donnerstagvormittag. Wichtig ist, du gibst dem Ganzen einen Haken, an dem man planen kann. Nächste Klassiker, das ist sportlich, und das ist ambitioniert. Beide hören sich erstmal positiv an. In Projektsprache ist es oft ein höfliches „Das wird nix“, zumindest nicht in dieser Zeit. Ja oder nicht optimal und da ist noch Luft nach oben. Das klingt mild, aber es kann harte Kritik sein. Das Ergebnis ist schwach. Besonders wenn niemand konkrete Verbesserung nennt. Ich hab mal als Praktikantin im Finanzteam erlebt, wie ein Chef sagte, die Präsentation ist nicht ideal, aber passt schon. Ich dachte damals, uff, gerettet. Später habe ich gemerkt, passt schon, heißt hier eigentlich bitte komplett überarbeiten. Oh ja, passt schon ist so tückisch. Freundlich in der Stimme, aber inhaltlich oft. Wir lassen es durch, sind aber unzufrieden. Tipp: Frag direkt nach, was genau fehlt. Zum Beispiel, welche 3 Punkte soll ich verbessern? Kurzer Ausflug zu Kundensituationen. Handwerker sagen gern, das kriegen wir schon irgendwie hin, nett, aber irgendwie ist ein rotes Licht. Übersetzung: Es gibt kein klares Konzept, es kann teurer oder langsamer werden. Oder in E-Mails. Wäre es möglich, mir das zeitnah zu schicken? Klingt höflich, ist aber eine klare Aufforderung und zeitnah heißt meistens sofort oder heute. Wenn du es wirklich höflich und klar willst, schreib besser: Bitte bis morgen Mittag, damit ich X abschließen kann. Noch eine Büroperle: Ich nehme das mal mit, hört sich aktiv an, stimmt. Aber ohne Follow-up ist das häufig. Ich parke das Thema, reagiere ruhig, super, bis wann höre ich dazu wieder von dir? Und
Ich gebe das mal weiter, kann so ein schwarzes Loch sein, in dem Aufgaben verschwinden. Wenn du das hörst, schnapp dir einen Namen. An wen genau? Darf ich die Person in Kopie nehmen? Das verhindert Funkstille. Es gibt auch diese elegante Ablehnung. Das ist ein spannender Vorschlag, wenn danach aber niemand eine Frage stellt, dann ist spannend, nur ein hübscher Mantel für überzeugt mich nicht. Frag dann, wo genau siehst du Risiko oder Haken? Kurze, echte Story. Ich hab mal in einem Team ewig gedacht, die Kunden sind einfach schwierig. Dann kam der Aha-Moment. Wir waren halt ständig zu spät und haben Material verwechselt. Der Kunde war nicht unhöflich, er sagte nur diplomatisch, kommunikativ ist da noch Luft nach oben. Das war nicht nett gemeint, das war ein Spiegel. Ja, und das passt zu einem Punkt, der online oft hochkocht. Viele denken, Kunden seien unrealistisch. In Wahrheit fehlt oft klare Kommunikation. Wenn jemand schreibt bitte zeitnah, und du weißt, es dauert länger, sag sofort, ich brauche bis Freitag, weil, das ist höflicher als still zu warten. Lass uns kurz die Körpersprache erwähnen. In Deutschland ist Sprache direkt, Mimik manchmal nüchtern. Wenn du unsicher bist, lächle kurz, mach einen Mini-Vorspann. Kurze Frage, kleine Bitte. Das nimmt Härte raus, auch bei kritischen Sätzen. Okay, Mini-Quiz, einmal wachrütteln. Weißt du noch, was das ist sportlich in Meetings meistens heißt? Genau, der Plan ist zu knapp, eher Nein ohne Stempel Nein. Und was fragst du dann? Zum Beispiel, welchen Teil können wir streichen oder verschieben? Super. Weiter geht's mit politischen oder formellen Floskeln, die nett klingen, aber austeilen. Mit Verlaub. Wenn das kommt, zieh dich warm an. Danach folgt oft Kritik, fast schon ein Schlag. Es wirkt höflich, ist aber ein Türöffner für eine scharfe Ansage. Und das sehe ich anders, ist noch okay. Härter ist das greift zu kurz, das ist ein Nein plus, dein Gedanke ist unvollständig, wenn du sowas hörst, atme, und bitte um ein konkretes Gegenbeispiel, wo fehlt aus deiner Sicht der Punkt? Im Büro kommt noch, so haben wir das noch nie gemacht. Nett gesagt, aber dahinter steckt, wir wollen's nicht ändern. Antwortidee, verstehe ich. Lass uns einen kleinen Test machen, 10% Umfang, dann sehen wir's in klein. Dadurch wird Nein zu vielleicht. Auch beliebt, nicht nötig, das kann neutral sein, oft ist es aber, ich hab keine Lust, wenn du das im Service hörst, bleib ruhig, okay, und wer wäre dafür zuständig, oder, was wäre nötig, damit es doch geht, dann muss die Person konkret werden. E-Mail Feinheiten nochmal, weil das viele betrifft. Zur Kenntnisnahme, am Anfang bedeutet, bitte lies das, aber ich erwarte keine Antwort. Wenn du etwas brauchst, schreib nicht zur Kenntnisnahme, schreib, bitte um Rückmeldung bis, und dann wirklich ein Datum. Genau. Und Verkleinerungsformen können tricky sein, könnten Sie mir eine klitzekleine Info geben? Klingt putzig, ist aber eine klare Bitte. Besser, könnten Sie mir kurz sagen, ob A oder B? Dann entscheide ich heute, das ist freundlich und messbar. Zweites, kurzes Rollenstück, diesmal E-Mail. Du bist Projektleitung, ich bin Kollege, der spät liefert. Go! Hi Tim, wär's möglich, mir die Zahlen zeitnah zu schicken? Ich würde ungern drängeln, aber wir hängen sonst. Hey Julia, ja, ich hoffe, ich schaffe das bald. Vielleicht heute. Danke. Damit ich planen kann, schaffst du es bis morgen Vormittag? Dann finalisiere ich den Bericht direkt danach. Okay, morgen Vormittag passt. Ich blocke mir eine Stunde und schick's dir. Analyse, mein erstes wär's möglich, zeitnah, ist höflich, aber unscharf. Besser wurde es mit morgen Vormittag.
Plus der Grund, damit ich planen kann, macht es verständlich und weniger wie ein Befehl. Genau. Und mein vielleicht heute war weich. Deine Nachfrage hat's konkret gemacht. So bleiben wir beide höflich und trotzdem verbindlich. Noch 2 Sätze, die viele falsch deuten, kann man so machen, und machen Sie mal. Ersteres klingt zustimmend, meint aber oft, es gibt Besseres. Zweiteres ist kein Vorschlag, das ist ein Auftrag, zwar ohne Bitte, aber voll verbindlich. Und wenn jemand sagt, das wird schwierig, hör genau hin. Oft ist das die deutsche Art, Nein zu sagen, ohne den Konflikt. Du kannst nachfassen, verstehe. Was genau macht es schwierig und was wäre eine Alternative? Dann kommt ihr ins Problem, nicht ins Schweigen. Experts stolpern auch über Naja am Satzanfang. Das kann weich klingen, aber danach kommt häufig Widerspruch. Beispiel, Naja, das ist ausbaufähig, bedeutet, bitte deutlich besser machen. Es ist höflich verpackte Kritik. Aus dem Arbeitsalltag noch. Ein Praktikant sagte mir mal, er sei total erschöpft, obwohl er gut bezahlt wurde. Er wartete passiv auf klare Ansagen. Als er anfing, aktiv Mentoren zu suchen und freundlich, aber direkt um Feedback zu bitten, mit Sätzen wie gibt's 2 Punkte, die ich sofort besser machen kann, wurde alles leichter. Deutsche Direktheit fühlt sich härter an, aber sie öffnet Türen, wenn du mitspielst. Es hilft auch, die Tonlage zu hören. Interessant mit flacher Stimme heißt manchmal, ich glaube nicht dran, interessant, mit echtem Staunen ist ein Lob. Wenn du's nicht einschätzen kannst, frag nach einem nächsten Schritt, sollen wir einen Testlauf planen? Ganz wichtig, Missverständnisse nicht persönlich nehmen. Viele Deutsche denken, sie sind einfach effizient. Draußen wirkt das hart. Du kannst die Kante abrunden, kurz lächeln, danke dir fürs Feedback und dann konkret werden. Das ist höflich und robust zugleich. Und wenn du selbst höflich ablehnen willst, ohne Irrits aufführen, sag nicht nur wir schauen mal. Besser, danke, aktuell fehlt uns Kapazität. Lass uns im Oktober sprechen, ich melde mich bis zur 1. Woche, das ist ehrlich, klar und trotzdem respektvoll. Stichwort Service. Wenn du im Laden hörst, hab ich grad nicht auf dem Schirm, das heißt nicht nie, sondern ich hab's vergessen. Reagiere leicht, kein Thema, soll ich in einer Stunde nochmal reinkommen oder morgen? So hilfst du der Person, dir wirklich zu helfen. Noch etwas, das freundlich klingt, aber streng ist, bitte künftig beachten, das ist eine rote Karte in höflichen Worten. Heißt, das war falsch, mach's nächstes Mal korrekt. Frag dann, falls unklar, welche Regel gilt genau und wo finde ich sie? Formale Treffen haben ihre Codes. Wir nehmen das zur Protokollierung auf, heißt nicht erledigt, sondern es steht im Dokument. Ohne Action, ohne passiert oft nichts. Frag, wer übernimmt und bis wann. Sonst bleibt es nur Tinte. Noch 2 Polsterwörter, eigentlich und halt. Eigentlich gut kann heißen, nicht wirklich gut. Und halt so schiebt Verantwortung weg. Du kannst nachschärfen, was fehlt für wirklich gut, oder was wäre die saubere Lösung statt halt so. Manchmal ist Danke für die Info auch kein echtes Danke, sondern ich hab's verstanden, aber ich bin nicht einverstanden. Wenn danach Stille kommt, hakt nach, fehlt dir etwas für die Entscheidung? So kommt ihr weg vom stillen Nein. Und wenn dir jemand schreibt kein Problem, ist das meistens neutral. In manchen Teams klingt es aber genervt. Wenn du positiv sein willst, sag lieber, gern geschehen oder mach ich gern, das klingt wärmer. Noch was aus Meetings, dafür ist jetzt nicht der richtige Rahmen. Klingt höflich, bedeutet aber, bitte nicht hier, nicht jetzt. Nimm das ernst und sag, alles klar, dann schlage ich einen separaten Termin vor, passt Mittwochnachmittag
und mach einen Termin draus. Du merkst, vieles ist Code. Und Code wird klar, wenn du nach konkreten nächsten Schritten fragst. Wer? Was? Bis wann? Das ist die Zauberformel gegen höfliche Nebelwände. Bevor wir zum Ende kommen, kurze Frage an euch. Welche scheinbar höfliche deutsche Formulierung hat euch schon mal verwirrt und wie habt ihr es gelöst? Teilt gern euer Beispiel und eure Antwortformel, davon profitieren alle. Und wie versprochen, wenn du das alles in Ruhe üben willst, mit Dialog, Transkript, Wortkarten und kleinen Übungen, die komplette interaktive Lektion gibt's gratis auf Vocably. Den Link findest du in der Beschreibung. Wir sagen Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.